Loading. So, jetzt sortiere ich erstmal alles, was hier reinkommt, dass wir schon so ein bisschen Struktur haben. Drums alles in einem Ort, Keyboards alles in einem Ort. Das kann dann alles gleich auf die Bühne. Die Kollegen haben lieberweise auch schon die ganzen Riser aufgebaut. 7 Meter breit, 1 Meter hoch, damit man auch Gerrit und Nick auch immer schön sehen kann. Genau, und jetzt wird einfach nach und nach erstmal alles aus dem Trailer hier reingeladen. Den kannst du mir einmal geben. Danke. Der kommt hier links den Drums. So, gib! So, Lennart, ich mach jetzt heute Praktikum hier, komm mal her. Die Begeisterung ist Bengt schon ins Gesicht geschrieben. So. Hier siehst du einen Kabelbaum mit diversen Kabeln drauf. Die darfst jetzt mal greifen. Und die sind eigentlich alle relativ idiotensicher beschriftet. Alle mit so einem bunten XLR-Stecker mit einer Beschriftung drauf für mit Chris, Pi, Gerrit, links, rechts etc. Dann findest du hier, ein bisschen dunkel gerade, auch entsprechend Gerrit, Klaas, Chris und Pi zuordnend für diese hier. Links ist immer die kleinere Zahl und rechts ist die größere Zahl. Genau, okay. Chris rechts. Genau. Mal den Tag, der kommt hier oben rein für Talkback. Das ist dann für die Kommunikation, dass ich oder Laurin oder wer auch immer auf der Bühne mit den Musikern reden kann. Und das ist zum Hören der Techniker, wo du dann nachher auch hörst. Die kommen hier jeweils bei links und rechts rein. Genau. Und jetzt wandern wir hier ein paar Stockwerke tiefer. Da findest du auch schon ein paar Kabelstecker rausfallen. Das ist einmal für Chris Mikrofon, für den Funkempfänger. Das ist hier, wo sogar Chris draufsteht. Und die sind alle mit HD beschriftet und dann irgendwelche kryptischen Abkürzungen für Synth und Effekte und so. Die findest du hier unten alle. Jawohl. Und ich sehe den hier noch. Genau, das ist Chris Vocals. Das heißt, wenn du mal ein bisschen suchst, dann genau. Perfekt. Jawohl. Sehr schön. Genau, und Ben kommt hier schon mit der zweiten Ladung an. Kabeln. Hättest du Lust, uns mal die Splices die Auflösung zu reichen? Jo. Mach was draus. Dankeschön. Genau, das sind jetzt 3 verschiedene Auflösungen, nennen die sich. Das ist quasi dann für die ganzen Multicore-Kabel, die hier liegen, dass man so quasi eine Steckbox irgendwo hinlegen kann. Die sind hier drunter. Und die sind dann an verschiedenen Stellen auf der Bühne platziert und lösen sich dann da auf diese ganzen einzelnen Stecker wieder auf und die kommen dann hier unten auch wieder in die Stagebox rein. Pi. So, und herzlichen Glückwunsch, damit hast du dann quasi jetzt schon, wo ist der Fokus hier, quasi schon die ganze Bühne verkabelt. Sehr gut. Wer die Maiden Crew Episode gesehen hat, das ist diese besagte Cut-Leitung. So ein Kabel ist, was quasi diverse Geräte miteinander verbindet. In diesem Fall das Monitorpult mit den Stageboxen, die du gerade verkabelt hast. Noch schlimmer Ja, als wäre gestern. schon gut, aber Aber wenn es gerade ist. ich meine, wenn Ja, die klar. gleichen Leitung in der Kabel. Ja, dann nehmen wir uns den Zollstock und machen die Markierung nochmal neu, glaube ich. Weißt du, weil dann ist es so Oder wir machen mit den gleichen genau, gleichmäßig. Steckverbindungen. Gleichmäßig falsch. Also die eine nicht spielt, die andere aber schon. Also Jetzt kommt's raus. Ich habe immer nur rumgestanden und André hat alles gemacht. Ich bin halt fertig. Das ist ein bisschen ironisch, wenn du das mit reinnimmst. Das Video. Er ist immer noch nicht fertig. Das ist doch doof. Wenn du die mit reinnimmst. Es geht doch darum, dass du es nicht siehst. Ja, auch beim Soundcheck. Angespielt werden. Monitorpult habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist quasi nur für den Ton auf der Bühne zuständig. Also was die ganzen Musiker und auch die Techniker hier in den Kopfhörern hören. Das ist unabhängig von das, was Bengt vorne am FOH-Pult macht.
Es ist alles total easy aufgebaut. Du hast ja vorhin schon den ganzen Stecker vorne gesteckt mit den ganzen kryptischen Bezeichnungen mit hier Bassdrum und Overhead und wie die alle heißen. Die findet man alle hier wieder. Und das sind quasi diese 4 Schichten, die man auf diesem Pult hat. Wir haben, damit das alles ein bisschen einfacher ist, uns hier ein paar Shortcut-Knöpfe gebaut. Sag das mal 3-mal schnell. Damit das Ganze eben im Eifer des Gefechts eben schnell geht. Das heißt, falls Pi jetzt sagt, er möchte irgendwie seine Gitarre lauter oder leiser haben, dann kann man hier einfach auf Pi drücken. Dann wird hier quasi im Pult schon alles so vorbereitet, dass man jetzt hier also im 3. Layer hier G, Gitarre Pi finden kann und dann hier lauter und leiser drehen kann. Und wenn Nick was haben will, dann macht man das da und Klaas, Chris, Gerrit. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis. Also, aufgepasst, Lennart. Achso, die kann ich euch noch mal zeigen hier. Das sind die U-Tracks von Cymatic Audio. Das ist quasi unser neuer Computer, unser Laptop. Früher hatten wir tatsächlich einen Laptop irgendwie hier stehen mit einem Interface, wo alles dann irgendwie abgespielt worden ist. Das sind dann so die ganzen Synth-Spuren, die Gerrit dann nicht auch noch spielen kann und so ein paar Percussions und Beats und Effekte und was ihr da manchmal noch irgendwie so mit hört. Und jetzt hier Kaiserslautern, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Genau, wir versuchen einfach mal, wie weit wir kommen. Schön, wie ihr da alle so angelehnt steht, auf den Bus wartet. Ja, genau, wir ziehen einmal durch. Okay, ready. Was du heute noch mal machen darfst, ist ein Gitarrenwechsel, weil natürlich brauchen Pi und Chris während der Show gestimmte laufende Gitarren. Grundsätzlich ist Pi da schon mal deutlich pflegeleichter. Wir haben ja hinten an den Gitarren immer diese Gitarrensender für die Funkverbindung zu deren Pedalboards, was da oben jetzt gerade liegt. Pi nimmt das einfach mit ausgeschaltetem Sender Und schaltet sich selber selber an, genau. So, und dazu gibt es im Prinzip eigentlich nicht viel zu sagen. Generell, wenn du jetzt eine Gitarre überreichst, würdest du sie erstmal so halten, dass wer auch immer dein Musiker ist, ankommt und dann direkt im Prinzip reinschlüpfen kann. Wenn derjenige allerdings eine zweite Gitarre hat, die hole ich gleich, dann nimmst du quasi die rechte, wie so eine Handtasche, erstmal den Arm durch den Gurt, also von dir aus gesehen so, und hältst dich einfach so fest. Das mach mal. So, dass wenn ich jetzt hier ankomme und ich habe eine Gitarre und ich will sie abgeben, dann nehme ich sie ab. Dann kann ich sie quasi hier übernehmen und so direkt reinsteigen. Jawohl. Und dann kannst du, wenn du den nächsten Wechsel machst, die Gitarre, perfekt. Genau. Schön. Lass das nachher auch machen. Häng dir die Gitarre mal um.
Genau. Dann ist hier ein Kabel für den Stimmer. Das heißt, du musst erstmal unter der Gitarre das Kabel rausziehen, den dann da reinstecken. Genau. Voll. Und jetzt nimmst du dir einfach einen Pleck und fängst mit der untersten Seite an. Also, Entschuldigung, das ist die tiefste Seite. Und dann sagt er auch, kannst du ruhig ein bisschen langsamer klingen lassen. C ist ein bisschen zu hoch, weil der rote Streifen so ein bisschen darüber geht. Das heißt, dann nimmst du den untersten Wirbel und drehst ihn ein bisschen nach rechts im Uhrzeigersinn. Bis er quasi, ja, so ein bisschen zu tief, jetzt wieder hoch. Genau, und so würdest du jetzt die nächste Seite nehmen. Wieder runter. Genau. Ja. Sehr schön. Und dann ziehst du den wieder raus. Kannst du wieder rüberhängen. Und dann ganz wichtig, dass der Stecker wieder reingesteckt wird. Sonst gibt es nachher keinen Ton. Sonst gibt es nachher keinen Ton. Und Pi fragt sich warum. Ja, perfekt. Sehr schön. Jo. Nach der Show ist vor der Show. Was? Ich habe Anno drin. Anno Ja. Oh, Gerrit auch noch. So, Laurin, magst du einfach mal durchstarten, bitte? Ja. Ich mach das immer gerne hier hoch, aber ich wollte das auch älter machen, und das hier aber nicht mehr so machen. Ja, machst du das? Ja, komm, süß. Danke, Jörn. Mitsingen machen wir gleich. Unser Kameramann Lennart macht heute bei Benji das Bühnenpraktikum und versucht jetzt hier eine Gitarre abzureichen.
Feierabend.